Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und heute wieder zu einer frisch gepressten Sendung mit frisch gepressten Themen. Die Lufthansa reduziert weiter die Flüge im Winter. Amsterdam, Schiphol, Flughafen, die Security hat da wohl ein bisschen Stress, weil man ein paar Leute entlassen hat oder Firmen. Ich erkläre es später, was da passiert ist. Auf jeden Fall horrendous, wie es im Englischen heißt, Schlangen. Und Emirates Airlines, die Devaluation geht weiter. Zu den bekloppten Zuzahlungen kommen die Punkte jetzt auch noch mit weniger Wert um die Ecke. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber natürlich dann auch aufs School zu kommen und zu diskutieren. Das erste Thema, auch im Winterflugplan verreduziert die Lufthansa die innerdeutschen Flüge und Verbindungen, insbesondere Zubringer nach Frankfurt. Hintergrund sind die strukturellen Probleme, aber natürlich auch Kostensteigerungen und logischerweise die operativen Einschnitte, die aus dem Aus von Lufthansa Cityline resultieren. Die Reduktion auf mehreren Strecken ist quasi bestätigt. Betroffene Routen sind Hamburg, also Frankfurt-Hamburg. 14 Flüge pro Woche sind weniger, sind nur noch 72. Frankfurt-Berlin 11 Flüge pro Woche weniger, das heißt also 77. Frankfurt-Düsseldorf 7 Flüge weniger pro Woche. Gründe ist natürlich auch, dass das Aus von Lufthansa Cityline mit dem Wetlease-Ende da ein Loch reinreißt. Man hat nicht die Fliege, dann natürlich auch geopolitische Konsequenzen aus den Spritpreisen. Hohe Steuern und Gebühren in Deutschland tun anscheinend ihr Übriges. Und bereits in diesem Sommer, ja, 20.000 Flüge ja schon gestrichen, also insofern war es nicht ganz unerwartet. Auch ist es so, dass natürlich Düsseldorf jetzt ehrlicherweise mit dem ICE doch relativ gut angebunden ist, auch bei aller Schelte gegenüber der Deutschen Bahn. Da kann man sagen, okay, aber weniger Frequenzen heißt für uns natürlich weniger Flexibilität am Ende des Tages und höhere Preise. Weniger Segmente ist natürlich auch dann schwieriger für einige beim Statuserhalt, aber ihr wisst ja, dass die Bahn zu gewissen Prozentsatz zumindest erlaubt ist. Ja, ist Deutschland als Luftfahrtmarkt zu teuer geworden, dass sich solche Flüge nicht lohnen? Oder machen solche Flüge einfach keinen Sinn? Und die Kurzstreckenflüge sind vielleicht nicht mehr so ganz in der Zeit, oder wie heißt das, aus der Zeit gefallen. Und last but not least ist halt so, dass Rail and Fly halt unsere Zukunft sein wird. Als Fazit kann man wirklich nur sagen, dass der Trend zum Rückzug aus der Kurzstrecke bei der Lufthansa sich ganz klar weiter verbreitet und die Lufthansa natürlich Kosten optimiert und die Kosten der Konnektivität quasi höher werden, weil weniger Verbindungen. Ja, sind für euch die innerdeutschen Flüge relevant oder nutzt ihr schon Alternativen? Man kann die Frage natürlich auch noch mal erweitern und sagen, ja, ich fliege aber jetzt nicht mehr mit Lufthansa, weil andere Fluggesellschaften, ob ich jetzt so oder so, ist es angenehmer mit der Air France KLM zu fliegen oder mit dies, das, Ananas Airline. Also da könnt ihr ja gerne was zuschreiben. Da wir gerade bei Air France KLM waren, in Schiphol gibt es Probleme an der Security. Heißt also, wenn ihr reinfliegt, habt ihr nicht. Aber wenn ihr in Amsterdam startet, ist es so, dass man dort massive Probleme hat. Stundenlange Sicherheitskontrolle und Tausende verpassen, so ist es nicht, Tausende verpasste Flüge, Tausende verpassen Flüge nach Umstrukturierung der Sicherheitsdienste. Die Sicherheitsanbieter wurden von 5 auf 3 reduziert, 13% Kostenersparnis war das Ziel. Dadurch gibt es natürlich direkt die Probleme, Personalmangel, IT-Probleme, das heißt also defekte Zugangsausweise und dann natürlich auch logischerweise hohe Krankmeldungen. Die Wartezeit über eine Stunde, teilweise aber auch mehrere Stunden, ja. Und der Zielwert sollte eigentlich 10 Minuten sein, für die Sicherheitskontrolle zu warten. Aber ein Gerichtsverfahren hat dieses Verfahren einfach bestätigt und damit ist die Vergabe so, wie sie ist. Heißt für uns natürlich, dass das ein Riesenproblem darstellt für Konnektivität oder für Leute, die halt aus Amsterdam sagen, ja gut, dann fahre ich halt mit dem Auto nach Amsterdam anstatt nach Düsseldorf. Da hast du halt ein Problem. Und damit ist es halt so, dass man in Schiphol natürlich damit sehr viel auf die, ja ich sag jetzt mal, dass man sehr viel damit riskiert. Aber die Frage ist auch, spart Schiphol sich kaputt oder ist das einfach ein Trend, weil die sagen, wir möchten immer die Zitronen weiter pressen. Und das ist natürlich ein klassisches Beispiel wieder, wo Kostenoptimierung im ersten Moment zumindest in die Hose geht. Vielleicht schaffen es in der Zukunft, das wieder zu fixen. Aber auch hier hat man ja so manchmal seine Zweifel, ob das so ist. Und ja, wer Schiphol als seinen Hub benutzt, um abzufliegen,
oder auch da nur jetzt ist, weil er da geschäftlich zu tun hat, sollte darauf achten, dass da natürlich unter Umständen auch Probleme sein können. Ja, wer von euch würde aktuell noch über Amsterdam fliegen? Emirates Airlines hat ja sein Skywards-Programm angepasst und mit einer deutlichen Entwertung mit meinen um etwa 15%, ja, ich sage jetzt mal eine klare Entwertung gemacht, aber neue One-Way Business Awards eingeführt. Durchschnittlich plus 15% mehr Meilen erforderlich. Betroffen sind alle Klassen außer Economy. Heißt also First Class, Business Class, Premium Economy. Und die Neuerung ist die One-Way Business Class Award für 50% des Returnpreises. Das ist ja schon mal wieder okay. Und trotzdem gibt es weiterhin die teuren VQs, also die Zuzahlung für Treibstoff. Ja, der Trend zur Entwertung von meinem Programm setzt sich fast schneller fort, als man es immer wieder sagen kann. Man hat das Gefühl, dass jeden Tag irgendwas passiert, wo Sachen devaluiert werden. Programme werden stärker revenue-based, weniger Gegenwert pro Meile, aber die Flexibilität durch den One-Way Award, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, wurde verbessert. Ja, damit kann man natürlich jetzt sagen, Emirates passt sich dem Trend an, aber auch hier sieht man wieder, dass Loyalty wichtiger ist als Kundenbindung, und zwar die Monetarisierung von Loyalty, dass wir das mal ganz klar so sagen. Die Frage ist halt für euch, ob Skywards damit immer noch attraktiv ist oder nicht. Lohnt sich das Meilenprogramm oder Meilenprogramme überhaupt noch? Und ist das nur wieder der Anfang von einer weiteren Entwertung? Denn es ist ganz klar als Fazit für uns als Kunden relativ doof und schlecht. Klar, man kann aber nicht ihn mit einem 50% Award kompensieren, weil am Ende des Tages ist es halt, ja, wie oft hat man One-Ways. Aber ihr könnt das ja selber entscheiden, vielleicht für den einen oder anderen durchaus ein Vorteil. Ja, wer von euch sammelt noch aktiv Meilen oder nimmt einfach die Meilen mit und sagt, okay, was ich habe ich, aber ich mache da jetzt extra keine Verrenkung, um das weiter zu machen. Als Fazit zur heutigen Sendung kann man wirklich nur sagen, dass die Kurzstrecke systematisch reduziert wird aufgrund der Kosten, und die Flughäfen versuchen natürlich auch Kosten zu reduzieren und zu optimieren, auf Teufel komm raus. Und die Vielfliegerprogramme verlieren deutlich an Wert. Denn es wird immer mehr und immer wichtiger die Profitabilität anstatt die Kundenbindung und das Kundenerlebnis vor allem. Denn unsere Customer Journey, das interessiert anscheinend keinen mehr. Und deshalb ist halt the race to the bottom über die Kostenoptimierung und die Monetarisierung. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch natürlich die Frage des Tages zu beantworten. Und zwar, sind innerdeutsche Flüge noch sinnvoll, kann man ja so zusammenfassen. Und die andere Frage ist, haben Meilenprogramme noch echten Wert? Also in dem Sinne, bis dann, danke, ciao.